Heimat ist für mich ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne zurückkomme, wenn ich in der ganzen Welt unterwegs bin und immer das Gefühl habe, wenn ich den Münchner Flughafen wieder betrete, dass ich zu Hause bin. Im Sommer haben wir Fußball gespielt auf der Schulwiese, bis der Hausmeister kam und uns verjagt hat. Dann sind wir über die andere Straße rüber auf die Spielwiese und da hat man gespielt, bis die Mutter möglicherweise auch noch mit dem Besen kam, um uns nach Hause zu holen. Und im Winter haben wir im Hof, wo eine Metzgerei, eine Bäckerei war, auf die Garagen Eishockey gespielt. Ja, und wir haben uns keine Schläger leisten können, also ist man in den Wald gegangen und hat sich Schläger selbst geschnitzt. Bei jeder Gelegenheit, wenn ich bei den Fanclubs war, wenn ich bei den Jahreshauptversammlungen war, immer gesagt, wir brauchen ein eigenes Stadion als unsere Heimat. Und das war immer mein Antrieb, dafür zu kämpfen, dass wir diese Heimat für unsere Fans schaffen können. Alles, was ein Fußballfan heute braucht, ist in diesem Stadion. Alles, was ein Spieler heute braucht, ist in diesem Stadion. Atmosphäre, unglaubliche Stimmung und ein toller Rasen, was wir im Grünwaldstadion natürlich nicht immer hatten. Da war im Winter durchaus mal gefrorener Boden, da war mal Matsch. Das Grünwalder Stadion war natürlich, das hat zu seiner Zeit gepasst. Deutschland war im Wiederaufbau, das war so ein Arbeiterstadion, da war die Stehhalle auf der anderen Seite, wenn man dann da als Spieler vorbeimarschiert ist und diesen Rohr erlebt hat, ich war ja relativ schnell, da wurde ich dann noch 2 Sekunden schneller und das war schon ein ungeheures Gefühl und da haben wir große Spiele gemacht. Ich denke mal an ein Spiel gegen Liverpool. Dort haben wir 0-0 gespielt und hier 3-1 gewonnen. Ich habe das entscheidende 2 Tore geschossen. Das sind einmalige Erlebnisse, weil dieses Stadion hatte schon etwas. Das Olympiastadion hatte auch etwas, wenn es voll war. Ein Olympiastadion mit 75.000 war eine tolle Geschichte und ich muss ehrlich sagen, das Olympiagelände als Ganzes ist ja bis heute wunderbar. Natürlich war das ein ergreifender Moment jetzt nach einer ganz schwierigen Saison, wo wir eigentlich schon weg waren, in einem überragenden Spiel, die Eintracht, die ja eine gute Saison gespielt hatte, aus dem Stadion zu spielen. Und was mir eben besonders gefallen hat, dass Franck Ribéry und Arjen Robben ihren verdienten Abschied gefunden haben. Nicht nur, dass sie eingewechselt wurden, sondern dass jeder noch ein Tor gemacht hat, dass sie noch mal richtig gefeiert werden konnten. Und das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, mindestens so wichtig wie der eine oder andere Titel. Ich habe insgesamt, glaube ich, 67 Titel gewonnen. Und ich finde Titel schon wichtig, aber für mich sind die emotionalen Dinge, wenn wir irgendwelchen Leuten im sozialen Bereich helfen können, manchmal wichtiger als das eine oder andere gewonnene Spiel. Bastian Schweinsteiger. Dieses Spiel war natürlich schon der Wahnsinn, aber die Tatsache, dass wir dann kurz darauf dann die Champions League gewonnen, ähnlich ja wie 1999 in Barcelona, haben wir 2 Jahre später dann in Mailand auch die Champions League gewonnen. Und das zeigt natürlich die Stärke dieses Vereins. Viele zerbrechen an solchen dramatischen Niederlagen, aber dieser Verein hat so viel innere Stärke, dass man dann eben aus dieser Niederlage gestärkt hervorgegangen ist. Und ich finde, gerade das Endspiel in Wembley gegen Dortmund war eines der besten Champions League-Finals. Ich glaube, das muss nicht immer ein Endspiel sein, das die Leute berührt. Ich kann mich zum Beispiel an das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger erinnern. Das war ja auch sehr emotional. Ich war mal in Dubai in einer Mall und dann hatte ein Fan ein rotes Trikot mit goldenen Streifen an. Und das habe ich ihm abgekauft, habe ihm ein anderes T-Shirt gekauft in dieser Mall und habe dieses Trikot mit nach München genommen. Und das war dann unser rotes Trikot mit den goldenen Streifen. Ich habe das schon 2-3 Mal gemacht, dass ich mitten auf der Straße Leute das Trikot abgenommen habe, das mir gefallen hat. Und nach diesen Trikots haben wir dann das Jahr drauf oder 2 Jahre später gespielt. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank, muss ich sagen, beschlossen, oder der Verein hat beschlossen, im Heimtrikot immer rot und weiß zu haben. Und das halte ich für eine gute Sache.
Ich identifiziere mich sehr mit dem Trikot und ich glaube, für den Spieler ist es extrem wichtig, dass er sich in dem Trikot auch wohlfühlt. Wir können alle glücklich sein, dass jemand in der Geschichte sich mal entschieden hat, Rot, die Farbe Rot, da sehr dominant zu zeigen. Ich halte Rot für eine sehr, sagen wir mal, eine Farbe, die aggressiv ist, die natürlich auch stürmisch ist, die nach vorne geht. In der Farbe Rot sehe ich keine Defensive, in der Farbe Rot sehe ich immer nach vorne gehen, in der Farbe Rot sehe ich auch ein bisschen angsteinflößend. Und deswegen beneiden uns sicherlich viele, dass wir unsere Väter und Urgroßväter sich irgendwann entschieden haben, dass die Farbe Rot und Weiß in unseren Vereinsfarben so vorkommen muss. Und da können wir alle dankbar sein. Ja, das ist natürlich eine gute Idee, weil hier natürlich eine prima Symbiose entsteht zwischen FC Bayern München und seiner Heimat, dem Stadion. Dieses rote Trikot, das Heimtrikot, Heimat, Allianz Arena, das ist irgendwo prima zusammenpassend. Insofern passt das wie die Faust aufs Auge. Wir haben in Köln gespielt und die Kölner haben auch Rot-Weiß und wie auch immer unsere Zeugwarte, die dafür zuständig sind, die haben gesagt, sie hätten beim FC Köln angerufen und da hätte man gesagt, ja, wir können mit Rot spielen, weil sie in Weiß spielen. Und dann sind wir in Köln mit Rot angetreten und die haben gesagt, nee, wir spielen heute Rot-Weiß und ihr. Es ist ja immer der Auswärtsverein, der sich fügen muss. Also der muss. Aber wir haben gesagt, und die waren so stur, dass sie angeblich nicht in der Lage waren, in einer Stunde ihr ein anderes Trikot herzubringen. Dann haben wir aus T-Shirts, wo wir die Ärmel abgeschnitten haben, haben wir über das rote Trikot weiße T-Shirts, alle selber mit der Hand geschnitten. Und so haben wir dann in Köln gespielt. Das war ein furchtbares Bild. Aber sonst hätte der Schiedsrichter das Spiel nicht angepfiffen. Selbstverständlich haben wir gewonnen.